Was ist XRP und was ist der Mehrwert vom XRP Ledger? Was ist das Internet of Value? Alles Wichtige rund um den Zustimmungsmechanismus und das Potenzial des XRP Ledgers erfährst du hier. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Miss Krypto und ich begleite dich in diesem Video Teil 2 über XRP und über den XRP Ledger. Im Video Teil 1 hast du schon einiges über Ripple kennengelernt. Lass uns gleich mit dem ersten Thema starten. Falls du neu bist, klick noch schnell auf den Abo-Button, um auch in Zukunft mit dabei zu sein. Zunächst erst einmal, was ist XRP und was ist der XRP Ledger? XRP ist die systemeigene Kryptowährung auf dem XRP Ledger und wird außerdem vom Unternehmen Ripple als Token für einige Produkte verwendet. Im RippleNet, das zu Ripple gehört, fungiert XRP zum Beispiel als Brückenwährung bei Fiat-Geldtransaktionen und wird daher oft auch als der Bankencoin bezeichnet. Der XRP Ledger ist ein Distributed Ledger und ein Open-Source-Protokoll. Das bedeutet, dass der Ledger auch unabhängig von Ripple läuft. Ripple wirkt dabei als aktives Mitglied in der XRP-Community mit. In meinem Bitcoin-Video hast du etwas über den Zustimmungsmechanismus Proof of Work und die Miner kennengelernt. In meinem Cardano-Video alles über Proof of Stake. Bei VeChain ging dann alles über den Konsensusmechanismus Proof of Authority. All diese waren auch auf einer Blockchain-Technologie aufgebaut. In meinem IOTA-Video hast du dann kennengelernt, dass die Transaktionen parallel im Tangle-Geflecht über einen sogenannten Directed Acyclic Graph validiert werden. Das läuft auch nicht über eine Blockchain-Technologie ab. Der Ledger ist eben auch nicht auf einer Blockchain-Technologie aufgebaut. Wie funktioniert er dann und wer stimmt den Transaktionen zu? Das sogenannte XRP Ledger Konsensusprotokoll legt fest, in welcher Abfolge Transaktionen stattfinden und welche Transaktionen im Netzwerk validiert werden. Über kryptografisch verschlüsselte Signaturen, die unterschiedliche Schlüsselpaare ergeben, können die Transaktionen dann über den Ledger laufen. Anstatt Minern validieren die sogenannten unabhängigen Validatoren über ihre Nodes die einzelnen Transaktionen. Alle 3 bis 5 Sekunden kann eine Transaktion derzeit validiert werden, dann wird ein neuer gültiger Ledger mit allen bis dato gespeicherten Transaktionen veröffentlicht. Bei der sogenannten Trusted-Based Validation, also der vertrauensbasierten Validierung, reicht ein gewisser Mindestprozentsatz an Validatoren aus, um einen neuen Ledger über den Server für gültig zu erklären. Wenn es zu keiner Übereinstimmung kommt, müssen die einzelnen Validatoren ihre Vorschläge an andere Validatoren, denen sie vertrauen, anpassen. Der Prozess wird dann über mehrere Runden wiederholt, bis ein Match entsteht und die Zustimmung schließlich erfolgt. Auch müssen nicht alle Validatoren immer zur gleichen Zeit arbeiten. Es gilt, solange nur unter 20% der Trusted-Validatoren ausfallen und immerhin noch mehr als 80% sich beteiligen, kann im Netzwerk zugestimmt werden. Sobald mehr als 20% der Validatoren fehlen und damit weniger als 80% dem Ganzen zustimmen, stoppt der Netzwerkprozess automatisch. Jeder kann theoretisch Validator werden mittlerweile, der über die notwendigen Voraussetzungen und natürlich auch die Infrastruktur, Server etc. verfügt. Zu den derzeitigen über 150 anerkannten Validatoren gehören unter anderem Universitäten, Exchanges und verschiedene Finanzinstitute. Davon laufen ein paar wenige Validatoren über Ripple. Es müssten aktuell so in etwa 10 bis 20% sein. Was kannst du nun mit XRP alles machen? Dazu müssen wir erst einmal unterscheiden, wer XRP und auf welche Weise er XRP nutzen möchte, ob du privat oder zum Beispiel eben als Bank im RippleNet. Im RippleNet bei Ripple hat der XRP-Token folgende 3 wesentliche Aufgaben. Zum einen hilft XRP, den Spam im Zahlungsnetzwerk zu reduzieren. Mit jeder Transaktion im Zahlungsnetzwerk wird eine minimalste Gebühr im Zehntausendstelbereich von XRP fällig. Dieser XRP-Anteil wird dann pro Transaktion verbraucht und im Anschluss vernichtet. Somit werden sich die XRP-Tokens minimalst jedoch kontinuierlich reduzieren. Auch ist klar, dass je mehr das RippleNet mit steigenden Transaktionen genutzt werden wird, desto stärker wird die Versorgung an XRP-Tokens logischerweise abnehmen. Die zweite Aufgabe von XRP im RippleNet ist die Nutzung als Brückenwährung bei bestimmten Ripple-Produkten wie dem On-Demand Liquidity, wie ich das bereits im Ripple-Video schon erwähnt hatte. Die dritte Aufgabe ist die, dass sich Ripple dann außerdem über XRP finanzieren kann. Und zwar, wenn das Unternehmen Anteile seiner XRP-Bestände auf dem Markt zum Verkauf anbietet. Somit kann die Weiterentwicklung des Netzwerks gewährleistet werden. Für dich als Privatperson kannst du den Bankencoin auch nutzen. Du kannst XRP-Tokens wie Bitcoin auch auf Plattformen kaufen, verkaufen, damit traden oder einfach nur besitzen, also halten. Du kannst XRP wie Bitcoin auch als weltweites und universelles Zahlungsmittel nutzen. XRP kannst du mittlerweile auf über 100 verschiedenen Plattformen erwerben. Außerdem kannst du deine gekauften XRP-Tokens sowohl auf einigen Hardware-Wallets wie zum Beispiel auf dem Ledger Nano X oder S
oder auf einem Software-Wallet wie dem Trust Wallet aufbewahren und sicher managen. Als nächstes gehen wir über zu den Tokenomics und den Eigenschaften von XRP. Das aktuelle Market Cap von XRP beträgt derzeit 25 Milliarden Euro. Die XRP-Tokens sind endlich, das heißt, es werden auch keine neuen mehr produziert oder irgendwie neu gemeint, wie es bei Bitcoin der Fall ist. Im Gegenteil, XRP wurde von Ripple ausschließlich pre-mined, also vorgefertigt. XRP-Tokens gibt es insgesamt 100 Milliarden, von denen etwa 55% von Ripple in Treuhand-Wallets als Reserve gehalten werden und nach einem vorgeschriebenen Programm in regelmäßigen Abständen verkauft werden, um eben das Netzwerk zu stabilisieren. Auf der Ripple-Homepage kannst du folgende Eigenschaften von XRP finden, die zugeschrieben werden. Zum einen ist XRP schnell. XRP-Transaktionen über den Ledger benötigen 3 bis 5 Sekunden im Schnitt. Bei Ethereum im Vergleich soll es bis zu 2 Minuten dauern, bei Bitcoin noch länger. XRP ist außerdem derzeit auf 1500 Transaktionen pro Sekunde skaliert und ist auch so konzipiert, dass es auch noch höher skaliert werden kann, mit über 50.000 Transaktionen pro Sekunde. Das wäre vergleichbar mit Visa. Im Vergleich dazu schafft das ETH-Netzwerk 15 Transaktionen pro Sekunde nach aktuellem Stand, das Bitcoin-Netzwerk 3 bis 6 pro Sekunde. XRP scheint auch für ein digitales Asset relativ stabil zu sein. Seit 2012 hat XRP schon einige Bullen- und Bärenmärkte überstanden. Ein großes Ingenieur- und Developer-Team unterstützen außerdem die Entwicklung des XRP-Ledgers. Bisher konnten alle Ledgers nach jedem Konsensus seit Beginn erfolgreich abgeschlossen werden. Und da ist auch noch dann die Sache mit der Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Wie du im Bitcoin-Video erfahren hast, sind die Rechenleistungen für Proof of Work je nach Miner Difficulty extremst aufwendig und über den Stromverbrauch lässt sich streiten. Hier gibt es auf der offiziellen XRP Ledger Homepage einen Carbon Calculator, einen Carbon-Kalkulator, mit einem spannenden Vergleich immer auf den jährlichen Strom- und Energieverbrauch von Portugal bezogen. Da gibt es dann noch andere Kriterien für das Messen einer carbonneutralen Währung, wie der Vergleich mit dem CO2-Verbrauch von Flugzeugen oder dem Gallonenverbrauch von Supertankern. Zusammenfassend kommt es immer wieder auf das gleiche Ergebnis heraus. XRP schneidet carbonneutraler ab als die beiden anderen hier genannten Kryptowährungen Bitcoin und ETH. Verglichen mit Kreditkarten wie Visa oder Mastercard oder dem Cash Money verbrauchen die ausgewählten Kryptos hier noch deutlich mehr. Andere carbonneutrale Kryptowährungen wie IOTA oder VeChain habe ich dir bereits schon in anderen Videos von mir vorgestellt. Diese werden in diesem Kalkulator nicht mit einbezogen. Ökofreundliche Kryptos werden immer wichtiger, wenn es um die Nutzungsmöglichkeiten für gigantische Märkte weltweit gehen wird und wir Kryptos auch für unsere zukünftigen Generationen nutzen wollen. Der Ledger und XRP. Mehr als nur für Banken und große Institute? Allerdings. In der letzten Zeit hat die Community neue Wegweiser für weitere Nutzungsmöglichkeiten des XRP-Ledgers gelegt. Wo fange ich da an? Ja, also der Ledger und XRP können in folgenden Bereichen weitere Mehrwerte bieten. Ein Mehrwert des Ledgers ist die Nutzung von sogenannten Micropayments. Der Ledger bietet Entwicklern zahlreiche Möglichkeiten, innovative Applikationen, zum Beispiel im Bereich Gaming oder Internetmonetarisierung, zu entwickeln. Als nächstes zum Beispiel ein Use Case von Stablecoins und Exchanges. Seit es in der Kryptowelt zunehmend auch sogenannte Stablecoins gibt, kann der Ledger Finanzinstituten ermöglichen, stabilere Tokens über den XRP-Ledger herauszugeben. Über eine auf dem Ledger integrierte dezentrale Börse, eine Decentralized Exchange, ist es möglich, ohne eine zentrale Instanz digitale Assets und Stablecoins nahtlos ineinander zu tauschen. Weitere ausgeklügelte Exchanges und Plattformen bieten darüber hinaus Optionen, auch andere Vermögenswerte als Kryptos zu handeln, dazu gleich noch mehr. Als weiterer Mehrwert bietet der Ledger den Use Case für CBDCs. Ein privater CBDC-Ledger, also ein Hauptbuch für Zentralbanken, kann Zentralbanken ermöglichen, ihr digitales Geld sicher kontrolliert und flexibel bereitzustellen sowie zu verwalten. Weitere Use Cases liegen dann noch in Bereichen von Cryptocurrency Wallets, dem DeFi-Sektor und jüngst auch dem NFT-Sektor. Außerdem laufen neben dem dir bekannten RippleNet auch noch weitere interessante Projekte und Businesses über den Ledger, die ich dir auch hier anhand von 2 Beispielen kurz vorstellen möchte. Alles andere würde den Rahmen mal wieder sprengen. Da wäre als erstes zum Beispiel BitPay. Das ist ein Unternehmen, welches sich auf einen vereinfachten mobilen Zahlungsvorgang zwischen Kryptos und Fiat-Währungen fokussiert hat. Sprich, du kannst zum Beispiel deine Kryptos über eine App managen und auch mit einer Prepaid Mastercard von Bitcoin zum Beispiel in Dollar switchen. Als zweites interessantes Projekt nenne ich dir noch an dieser Stelle GateHub als Beispiel für den, wie ich finde, unglaublich wichtigen Use Case Internet of Value.
GateHub ist eine von den über den Ledger laufenden Plattformen, die das Internet of Value ermöglichen möchte. Darunter wird die Vision verstanden, nicht nur den Online-Echtzeittransfer von digitalen Assets wie Kryptos, sondern auch in Zukunft von Aktien, ETFs, Wertpapieren oder anderen wirtschaftlichen Gütern, also alles, was schlichtweg einen Wert besitzt, zu transferieren. Das kann dann auch geistiges Eigentum sein, eine wissenschaftliche Entdeckung oder auch eine Stimme bei politischen Wahlen. Dieser Austausch soll alles dann über das Internet laufen, daher auch der Name Internet of Value, ohne Zwischeninstanzen und aufwendige, kostspielige Bürokratie. Eine enorme Erleichterung, oder? Im Übrigen schließen sich das Internet der Dinge, das du auch im Zusammenhang mit meinem IOTA-Video schon gehört haben müsstest, mit dem Internet of Value nicht aus. Im Gegenteil. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn smarte Geräte, die untereinander und mit dir als Mensch kommunizieren würden, dem Informationen auch noch anfangen, untereinander Werte auszutauschen. Ich finde das unglaublich spannend. Mein Fazit zu XRP und dem XRP Ledger. Dazu möchte ich 2 wichtige Themen in ihre Einzelteile zerlegen. Das erste Thema ist XRP und die Verbindung zu Ripple. Das andere Thema ist das Potenzial des XRP Ledgers. Ja, es ist das Riesenthema. Es gibt immer wieder Argumente für und Argumente gegen eine solche Vormachtstellung und eine enge Verknüpfung von Ripple, XRP und seinem Ledger. Zunächst ist einmal von der Seite betrachtet, was man kritisieren könnte. Ja, es gibt derzeit noch nicht so viele Trusted Nodes, das stimmt. Darunter führt auch Ripple ein paar Nodes und ja, derzeit wird eine Liste mit empfohlenen Validatoren neben Ripple nur von 2 weiteren Mitgliedern herausgegeben. Das eine ist die XRP Ledger Foundation und der dritte im Bunde ist Coil. Coil ist ein vom ehemaligen Ripple-CTO Stefan Thomas gegründetes Unternehmen, welches erst jüngst mit seiner Beta-Version eine Plattform auf dem Interledger-Protokoll anbieten möchte, um finanzielle Spenden in Form von XRP-Tokens zu Influencern und Content-Creatern, zum Beispiel auf YouTube oder an Wikipedia, zu erleichtern. Zurück zum Thema Dezentralität. Unabhängig von der Listenempfehlung, die Tendenz auf der anderen Seite dieser Validatoren ist wachsen. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit zunehmender Nutzung auch die Validatoren weiterhin steigen werden, wie das aktuell der Fall ist, und dann der prozentuale Anteil von Ripple laufenden Validatoren stetig abnimmt. Außerdem kann jeder Netzwerkteilnehmer letzten Endes selbst seine Validatoren für seinen Trust auswählen. Die Liste mit Validatoren stellt nur ein Angebot dar. Als Ansprechpartner wie Ripple mit einem schwerpunktlastigen Produkt für Enterprise und dem Ziel, mit dem etablierten Finanzsystem zu arbeiten, brauchst du einen gewissen Einfluss auf ein dezentral organisiertes Netzwerk. XRP wird auch immer wieder kritisiert und als Gegenspieler zu Bitcoin hervorgehoben. Eine Kryptowährung, die in großen Anteilen, also ca. 55% von Ripple gehalten wird, das wird tatsächlich kritisiert. Doch würde Ripple den Markt mit XRP ausschwemmen und zu sehr manipulieren? Dann gäbe es weder für das Zahlungsnetzwerk der Banken Liquidität noch wiederkehrende Finanzierungsquellen für die weitere Entwicklung des Ripple-Netz und anderer Produkte. Der XRP-Ledger als Fundament für das Unternehmen Ripple ist derzeit eine unfassbare Synergie. Eine reine Verschwendung von Potenzial aus meiner Sicht, sollte solch ein Unternehmen das Vertrauen missbrauchen. Der Ledger jetzt mal das Ripple-Thema ausgeschlossen, hat mich als Open-Source-Projekt definitiv inspiriert. Ob externe, integrierte, zahlreiche Exchanges, eigene Ledger für Zentralbanken, der Ripple-Server, zahlreiche Developer, die ihre Apps auf Basis des Protokolls entwickeln. Die Möglichkeiten sind weit gestreut und diversifiziert und viele stehen noch in den Startlöchern. Und was könnte ich dir noch zu guter Letzt zu XRP sagen? In XRP zu investieren ist nach wie vor, das gilt aber auch für alle anderen Kryptowährungen, ganz klar ein spekulatives Geschäft. Für mich ist XRP jedenfalls ein spannendes Asset, das je mehr es über die Funktion eines Bankencalls und unabhängiger von Ripple-Produkten auch genutzt werden wird, zukunftsträchtiger wird und damit Potenzial hat, nicht zu den sterbenden Schwänen auf dem Kryptomarkt zu gehören. Ich wünsche es mir jedenfalls. So, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Falls du Fragen hast oder Feedback, schreibe mir einfach einen Kommentar unter die Videobeschreibung. Was denkst du über XRP oder den XRP-Ledger zum Beispiel? Alles Wichtige rund um das Unternehmen Ripple beantworte ich im Video Teil 1. Falls du es noch nicht angeschaut hast, klick dich noch schnell rein. Vergiss nicht noch schnell dein Like zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren. Ich bin dir dankbar für deine Unterstützung, würde mich riesig für eine Donation freuen. Ich bin Miss Krypto, von Kryptos fasziniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.